BioShock ist ein maßlos überbewertetes Spiel. Ja, es hat seine Momente, ja, es ist in mancher Hinsicht beeindruckend, ja, der Ersteindruck ist wirklich sehr stark, aber so nach und nach zerfällt diese Illusion dann. Damit wir sehen können, warum der Ersteindruck eine Illusion ist, sehen wir uns BioShock ganz an. Ich bin sonst nicht so der große Fan davon, ein Spiel Level für Level durchzugehen und die ganze Story abzuarbeiten. Ich habe das Gefühl, dass das Videos oft unnötig streckt. Aber hier glaube ich, oder hoffe ich zumindest, lohnt es sich eine Ausnahme zu machen. Ich versuche dieses Video so aufzubauen, wie meine erste Erfahrung mit BioShock war. Das macht dann hoffentlich am besten klar, warum ich das Spiel für so überbewertet halte. Aber genug geschwätzt, gehen wir direkt rein. (1960) irgendwo über dem Atlantik. Das Spiel beginnt mit einer kurzen Cutscene in Ego-Perspektive. Wir sitzen in einem Flugzeug, rauchen und sehen uns ein Bild unserer Familie an. Einen Perspektivwechsel gibt es im ganzen Spiel nicht. Auf dem Papier mag das eine gute Entscheidung sein, man erlebt so die ganze Geschichte immer aus Sicht der Spielfigur. In der Umsetzung bedeutet das aber, dass man immer wieder lange rumstehen oder langsam laufen muss, während wichtige Story-Momente stattfinden. Oder in anderen Worten, unüberspringbare Zwischensequenzen. BioShock hat das, aber zum Glück nicht im Übermaß. Speziell bei einem zweiten Playthrough nervt's trotzdem. Das Flugzeug stürzt mitten über einem Ozean ab. Nach dem Auftauchen erhalten wir zum ersten Mal die Kontrolle und schwimmen zu einem nahen Leuchtturm. Da drin steht eine große Statue, unter der sich eine Tauchkapsel befindet. Mit dieser Kapsel tauchen wir dann unter dem Leuchtturm ab und das Intro beginnt mit einer Werbung, in der ein Typ namens Andrew Ryan erklärt, dass er eine Unterwasserstadt namens Rapture gegründet hat und warum. Diese Sequenz ist vielleicht die bekannteste aus dem Spiel und das ist wenig überraschend. Obwohl das im Prinzip nichts anderes ist als die Black Mesa Einführungssequenz aus Half-Life, die mich jedes Mal nervt, wenn ich das Spiel von Anfang an spielen will, funktioniert sie recht gut als Einführung in die Welt von BioShock und sieht immer noch beeindruckend aus. Ein wunderbares Beispiel dafür, dass gutes Artdesign sehr langlebig ist. Wie Rapture vor dem Fenster der Tauchkapsel auftaucht, in Verbindung mit dem starken Soundtrack und dem passionierten Geschwätz von Andrew Ryan, das ist schon ein ganz schönes Spektakel. Bei wiederholten Playthroughs nervt's trotzdem. Hier gibt's auch schon den ersten Unterschied zwischen der Originalversion und dem Remaster zu sehen. Im Remaster schwimmen zwischen den Gebäuden deutlich mehr Tiere und Pflanzen, die Stadt macht einen etwas heruntergekommeneren Eindruck. Diese Stelle gefällt mir im Remaster tatsächlich besser. Das ist nicht immer so, manchmal ist das Remaster visuell eher eine Verschlimmbesserung. Das ist allerdings auch das kleinste Problem, aber dazu kommen wir später noch. Erstmal geht's rein in die Stadt. Das erste, was wir von Rapture sehen, ist, wie ein Typ, den wir gerade noch über Funk gehört haben, von jemandem ermordet wird. Das schafft einen wunderbaren Kontrast zu der Einführungssequenz mit dem ausschweifenden Monolog darüber, wie großartig Rapture ist, und man bekommt gleich den Eindruck, dass hier aber etwas ganz gewaltig schiefgelaufen ist. Über Funk meldet sich dann der Gesprächspartner dieses Typen, stellt sich als Atlas vor und will, dass wir das Funkgerät mitnehmen, damit er mit uns in Kontakt bleiben kann. Atlas funktioniert einerseits als eine Art Guide durch Rapture und er treibt andererseits die Story voran. Nachdem wir einem fliegenden Security-Bot dabei zugesehen haben, wie er einen sogenannten Splicer abknallt, heben wir unsere erste Waffe auf, einen Schraubenschlüssel. Aber erst, wenn das Skript es zulässt. Die Treppe hoch, einen weiteren Splicer vermöbelt und schon finden wir das erste Plasmid. Wir rammen uns eine Spritze in den Arm und schon können wir Blitze aus den Fingern schießen. Aber zuerst werden wir ohnmächtig und stolpern vom Balkon runter. Don't do drugs, kids. Jedenfalls können wir jetzt per Electrobolt einem kaputten Türschalter Strom geben und damit die Tür öffnen. Nur um dann eines der coolsten Script-Events überhaupt zu bestaunen. Ein Flugzeugteil segelt von der Meeresoberfläche herunter und crasht in den Gang, den wir entlang laufen. Wasser und Fische schießen durch das zerbrochene Glas in den Verbindungsweg und wir klettern über das Flugzeugwrack in Richtung der Türen, um der Gewalt des Meeres zu entkommen. Diesen Moment sollte man genießen, sowas Cooles passiert im Rest vom Spiel nicht mehr. Stattdessen erklärt Atlas einem, wie man 80-90% aller Kämpfe im Spiel löst, indem man einen Splicer zuerst mit dem Electrobolt stunt und dann mit dem Schraubenschlüssel totkloppt. Als wir tiefer in Rapture vordringen, erklärt Atlas, dass die Plasmide der Untergang Raptures waren, weil sie die Leute in verrückte, gewalttätige Junkies verwandelt haben. Sein Ziel ist, seine Familie aus Rapture rauszubringen und dafür bittet er um unsere Hilfe. Ziemlich gleich danach bekommen wir den Revolver und den können wir gleich wieder wegstecken, der ist eigentlich völlig nutzlos. Auch wenn ich die Animationen mag. Die kleine Rauchfalle nach dem Schießen, die Nachladeanimation, sieht einfach gut aus. Aber Electrobolt und der Schraubenschlüssel sind halt besser. Dann nerven zum ersten Mal die technischen Probleme der Originalversion. Eine Skriptsequenz will zwei der wichtigen Figuren in BioShock vorstellen, den Big Daddy und die Little Sister. Dabei springt aber meine Mausempfindlichkeit hoch.
Das passiert ein paar Mal im Spiel und nervt jedes Mal, ist aber noch das kleinste technische Problem. Aber wie gesagt, dazu kommen wir später noch. Der Big Daddy ist auf jeden Fall der Beschützer der Little Sisters und eine imposante Figur, die als pure Gewaltmaschine etabliert wird, von der man sich fernhalten sollte. Die Little Sisters müssen beschützt werden, weil sie Adam von Leichen sammeln. Adam ist einer der Stoffe, der für die Nutzung von Plasmiden nötig ist. Und da die ganze Stadt fast nur noch aus irren Junkies besteht, will natürlich jeder die Little Sisters erwischen, um ihnen das Adam zu stehlen. Der Big Daddy führt uns dann erstmal vor, was passiert, wenn man das versucht. Um Atlas' Familie zu finden, geht es weiter Richtung Neptunes Bounty. Als wir gerade durch die Tür wollen, macht das Sicherheitssystem alles dicht und wir müssen ein paar Splicer-Gruppen abwehren. Zum Glück ist direkt unter der Treppe, von der sie kommen, eine große Pfütze, die wir einfach per Electrobolt unter Strom setzen können, wenn Splicer reinspringen. Nichts Neues, aber ich mag solche Spielereien mit der Umwelt, das ist immer cool. Vor allem, wenn man es mit anderen Taktiken kombinieren kann. Weil der Weg versperrt ist, fliehen wir stattdessen in Richtung Medical Pavilion. Kurz bevor wir dahin können, verschließt sich aber schon wieder eine Tür und wir dürfen uns einen Monolog von Andrew Ryan höchstpersönlich anhören. Diese Szene ist nicht schlecht inszeniert, aber halt leider noch so ein völlig interaktionsloser Moment. Aber vielleicht war das in dem Fall auch so beabsichtigt. Es gibt in diesem ersten Level auf jeden Fall ein paar Momente, in denen man vor allem zuschauen bzw. zuhören muss. Nicht ideal, aber im Großen und Ganzen etabliert Bioshock seine Welt ganz gut, finde ich. Das ist ja auch nicht ganz leicht. Rapture ist ja schon ein eher ausgefallenes Setting. Vom Eingang des Krankenbereichs geht es direkt weiter zur Metro, um gleich nach Neptunes Bounty zu fahren. Schnell noch auf dem Weg einen defekten Security-Bot hacken für zusätzlichen Schutz und dann können wir auch schon den Schalter für den Notfallzugang umlegen. Nur blöd, dass uns der Sicherheitsmechanismus direkt wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Das ist dann der Katalysator für den Rest des Levels. Wir gehen ein Stück weiter, nehmen uns die Maschinenpistole, die da einfach rumliegt, und öffnen die Tür zum Medical Pavilion. Nicht ohne dass der Security-Bot dabei einen Splicer quer durch den Raum schleudert und die Ragdoll dann mit Zitteranfall auf der Steuerkonsole hängen bleibt. Von der Tür zum medizinischen Bereich kommen direkt mehrere Splicer gerannt, an denen wir direkt die Maschinenpistole testen können. Und die ist tatsächlich recht nützlich. Auf dem PC mit der Maus nochmal ein Stück mehr, würde ich sagen. Da ist es nämlich deutlich leichter, den Rückstoß zu kompensieren. Ich habe Bioshock auch mit einem Controller gespielt und damit ist das schon etwas schwerer. Die Maschinenpistole ist jedenfalls die einzige Waffe mit nennenswertem Rückstoß, was ein bisschen schade ist. Irgendwo eine verpasste Chance, dem Gunplay noch etwas mehr Tiefe zu geben. Im Pavilion sehen wir dann zum ersten Mal einen der wenigen übernatürlichen Momente des Spiels. Ein Geist beschwert sich darüber, dass sie hässlich ist. Ich bin nicht sicher, ob ich diese Momente mag. Ich habe das Gefühl, dass Bioshock ohne das Übernatürliche besser funktionieren würde. Es gibt zwar eine In-Universe-Erklärung dafür, genau genommen ist das also gar nicht übernatürlich, aber ich fand das immer ein bisschen komisch. Dieser Geist ist auf jeden Fall das Setup für den Antagonisten des Levels, den verrückten Dr. Steinman. Direkt hinter der Tür liegt ein Raum, in dem wir zum ersten Mal von einer Selbstschussanlage beschossen werden. Diese Dinger sollte man dringend hacken, nicht nur weil sie gefährlich für einen selbst sind, sondern auch weil sie in manchen Situationen sehr hilfreich sein können. Gehackte Geschütze greifen Gegner an. Hacken funktioniert mit einem ganz netten Minispiel. Man muss verschiedene Rohre zusammensetzen, um Wasser von einem Anfangspunkt zu einem Endpunkt fließen zu lassen. Kreativer als die meisten solcher Minispiele. Von diesem Raum aus sind wir einigermaßen frei, wo wir zuerst hingehen wollen. Das Spiel führt einen erstmal gerade durch zum kosmetischen Chirurgieflügel, in dem ein Typ mit Handgranaten vor uns davonläuft und eine Tür sprengt, sodass der Weg versperrt ist. Dann sollen wir uns ein neues Plasmid besorgen, das Telekinese-Plasmid. Damit können wir dann die Handgranaten von dem Typen fangen, der die von einem kleinen Balkon wirft, um uns damit den Weg frei zu sprengen. Ärgerlicherweise ist die Tür zur Zahnklinik vereist, in der man das Plasmid finden würde. Und das nur, weil so ein Dödel sich nicht um die korrekte Beheizung der Wasserrohre gekümmert hat. Also gehen wir stattdessen zum Eternal Flame Abschnitt, um uns zuerst noch ein anderes Plasmid zu holen. Nämlich das Flammenplasmid. Es gibt ein Plasmid, mit dem man Strom aus den Fingern schießen kann, natürlich gibt es auch eins, mit dem man Feuer aus den Fingern schießen kann. Was ich ganz cool finde ist, dass dieses Plasmid ja ganz am Anfang schon mit der Werbung bei der Fahrt nach Rapture angeteast wurde. Wer also aufmerksam war, weiß sofort, wenn er das Eis sieht, dass er in den Eternal Flame Bereich muss. Nachdem wir uns an Splicern und Sicherheitskameras mit ihren absolut nervtötenden Alarmsounds vorbeigekämpft haben, heben wir das Plasmid auf und können ab sofort Feuer schießen. Das testen wir dann direkt an einer Öllache, die sich ganz praktisch quer durch den Raum erstreckt. Nachdem wir damit die Handvoll Splicer abgefackelt haben, die sich hier rumtreiben, können wir endlich zurück und den Weg zur Zahnklinik freimachen. Bevor wir das Telekinese-Plasmid finden, finden wir aber die Shotgun. Wenn man die aufhebt, geht das Licht aus, bis auf einen kleinen Kegel in der Mitte des Raums und von allen Seiten kommen Gegner angerannt, um rauszufinden, wie Schrot schmeckt.
Wieder ein sehr gut inszenierter, intensiver Moment, der eine Menge Spannung erzeugt. Wenn die Shotgun sich jetzt noch gut anfühlen würde, wäre das wirklich meisterhaft. Mit der Schrotflinte im Gepäck geht's direkt weiter in eine der Arztpraxen, wo wir endlich das Telekinese-Plasmid finden. Der Zahnarzt hat sich hier offensichtlich eine kleine Tennisbahn gebaut, mit einer Ballkanone, deren Tennisbälle er per Telekinese rumschleudern kann. Für uns fungiert das direkt als kleiner Übungsraum ohne Gefahr. Eine starke Verschmelzung von Spielwelt und Gameplay. Es gibt einerseits Rapture mehr Leben, macht die Stadt glaubwürdig, als hätten hier Menschen mit eigenen Zielen und Vorlieben gewohnt. Und es ist andererseits ein sehr natürliches Tutorial. Mit Telekinese geht's zurück zur Schönheitsklinik und wir können endlich den Weg aufspringen. Das ist der vom Spiel gedachte Weg. BioShock verhindert aber auch nicht, dass man das in einer anderen Reihenfolge macht. Wenn man zuerst den Hauptraum und die anliegenden Abteilungen erforscht, das Feuerplasmid holt, Telekinese besorgt und dann erst zum Schönheitsbereich geht, funktioniert das auch. Auch wenn man mit einer geworfenen Granate von dem Typ, der die Tür zerstört, die verbarrikadierte Tür, nicht gleich wieder aufspringen kann und man kurz warten muss, bis das Spiel bereit ist, dass man das tun kann, was es von uns will. Aber auch abgesehen von der Reihenfolge gibt es viel zu entdecken. Viele Räume, die man erforschen oder einfach links liegen lassen kann. Es lohnt sich aber, sich umzuschauen. Wie in vielen Oldschool-Shootern gibt es auch hier einige Secrets zu entdecken. Und teilweise findet man da richtig gutes Zeug. Nicht unbedingt nur Geld und Munition, wie im Bestattungsinstitut. Statt direkt von der Schrotflinte zur Dandy Dental Practice und dem Telekinese-Plasmid zu laufen, könnte man auch in den Cure-All-Bereich gehen. Dort findet man das Combat Tonic Wrench Jockey, eine passive Fähigkeit, die den Schaden mit dem Schraubenschlüssel erhöht. Eine extrem nützliche Fähigkeit, die, in Kombination mit ein paar anderen Tonics, den Schraubenschlüssel zu der wichtigsten Waffe im Spiel macht. Oder man geht einfach direkt weiter und ignoriert das alles. Einen Einfluss von Oldschool-Shootern merkt man vor allem im Leveldesign, finde ich. Man fängt mit einer simplen Aufgabe an, dann verschließt sich die Tür und man muss einen Typen finden, der den Schlüssel hat. Dann kann man das Level frei erkunden, in der Geschwindigkeit, die einem gefällt. Die einzige Vorgabe ist eben, den Schlüssel zu finden. Das einzige, was einen daran hindert, sind ein paar Gegner und verschlossene Türen. Das erinnert mich dann an das offene Leveldesign von Spielen wie Doom. Das ist natürlich etwas Gutes. Und das dann mit den Plasmiden zu erweitern, mag ich sehr. Es ist aus meiner Sicht die ideale Weiterentwicklung von solchem Oldschool-Level-Design. Anstatt die Levels nach Schlüsseln abzusuchen, findet man neue Fähigkeiten, mit denen man den Weg frei machen kann. Dieser Metroidvania-Einfluss macht das Leveldesign interessant. Mich stört nur dieser nervige Pfeil, der einem die ganze Zeit sagt, wo man hin soll. Das nimmt dem Spiel viel von dieser Stärke, es versucht einen davon abzubringen, das Level auf eigene Faust zu erforschen. Zugegebenermaßen muss man hier ja auch einen Schlüssel finden, das ist aber natürlich sehr viel besser in die Welt eingebunden. Es ist nicht einfach nur eine Keycard, die irgendwo rumliegt. Dr. Steinman ist derjenige, der den Medical Pavilion kontrolliert, so mehr oder weniger. Er kontrolliert also auch die Ein- und Ausgänge, also muss man sich von ihm den Schlüssel holen. Und genau das passiert, nachdem wir uns den Weg freigesprengt haben. Bevor wir aber in den OP-Saal rein können, müssen wir uns erst einmal ansehen, wie Steinman sich darüber beklagt, wie falsch die furchtbar entstellten Leichen sind, an denen er gearbeitet hat. Dann beleidigt er auch uns noch als hässlich. An intruder! He is ugly! Ugly! Und als Rache für diese Unverschämtheit wird er jetzt erstmal über den Haufen geballert. Das ist bis ganz zum Schluss der einzige richtige Bosskampf und das ist auch besser so. Steinman ist ein ganz typischer, schlechter Shooter-Boss. Er hält viel zu viel aus, er ist kein interessantes Ziel und der einzige Grund, warum man jemals mehr als nur einen Schießprügel nutzen würde, ist, dass einem die Munition ausgeht. Zugegebenermaßen ist es ganz nett, ihn in den überfluteten Bereich des OP-Saals zu locken und dann das Wasser zu schocken, aber das war's auch schon mit interessanten Taktiken. Theoretisch könnte man ihn mit dem Feuerplasmid anzünden, dann würde er ins Wasser springen, um sich zu löschen, und dann könnte man das Wasser mit dem Electrobolt schocken. Eine Taktik, die mit jedem Gegner funktioniert, weil die KI auf solche Sachen dynamisch reagieren kann. Das ist eine coole Sache, nur leider hat man nur begrenzt viele Plasmid-Slots, die man dann auch noch nach und nach freispielen muss. Und am Anfang hat man eben nur 2. Und einer davon ist halt mit Telekinese belegt, weil man ja vorher durch die Tür musste. Also hat man entweder Strom oder Feuer, aber nicht beides zur Verfügung. Der Kampf ist nicht besonders gut, aber er ist auch nicht sehr schwer und von daher nicht zu nervig. Wir haben also den Schlüssel. Vor dem OP-Saal noch schnell 4 Splicer gegrillt und es geht wieder zurück, um die Metro zu öffnen. Der Gang zum Hauptraum bricht dann aber ein und wir müssen einen kleinen Umweg gehen. Auch keine schlechte Idee, das Spektakel mit einer kleinen Änderung im Leveldesign zu verbinden, sodass es nicht zu repetitiv wird. Auf dem Umweg treffen wir dann zum ersten Mal auf eine Little Sister ohne Big Daddy. Als die Cutscene beginnt, bleibt der Waffenarm im Bild und ploppt dann viel zu spät weg, so ähnlich wie der Questpfeil, der einfach gleich die ganze Zeit da bleibt. Man sollte ja meinen, dass gerade in einem Remaster solche Kleinigkeiten nicht passieren, aber wenn das dann nicht mal Button-Prompts richtig einblenden kann, ist wohl auch sowas zu viel verlangt. Bei den paar Cutscenes, die das Spiel hat, passieren aber tatsächlich irgendwie immer komische Sachen, egal ob Remaster oder Original.
In der Cutscene erfahren wir, dass eine Dr. Tenenbaum für die Little Sisters verantwortlich ist und so gar nichts für Atlas' Plan übrig hat, Adam von der Little Sister zu plündern, was die dann umbringen würde. Ab hier können wir wählen. Entweder wir plündern die Little Sister für viel Adam, aber dafür stirbt sie, oder wir retten sie für deutlich weniger Adam, aber die Little Sister lebt. Adam ist nicht nur in der Geschichte eine wichtige Ressource, es ist auch für uns wichtig. Adam kann man am Gatherer's Garden für verschiedene Plasmide, Tonics oder Upgrades ausgeben. Wenn wir die Little Sister retten, dann werden wir von Tenenbaum gelobt und Atlas sagt, dass wir naiv sind und jedes bisschen Adam zum Überleben brauchen. Ob das schon ein bisschen Foreshadowing sein könnte? Direkt nach der ersten Little Sister folgt auch schon die zweite, diesmal mit Big Daddy. Ab hier laufen in allen Levels Little Sisters in gewissen Bereichen zusammen mit ihren Big Daddys rum und können als Adam-Quelle genutzt werden. Aber natürlich erst, wenn wir den Big Daddy getötet haben. Dieser erste Kampf findet im Hauptraum statt und hier wird jetzt interessant, wie wir am Anfang mit den Splicers und den Selbstschussanlagen umgegangen sind. Wenn wir die Selbstschussanlagen gehackt haben, wird der Kampf deutlich leichter, weil die Geschütze dann natürlich auch auf den Big Daddy schießen, der sich erstmal darauf und nicht auf uns konzentriert. Ich mag das macht das ganze Level rund. Die Entscheidungen, die man trifft, machen auch längerfristig einen Unterschied. Sowohl Gameplay-mäßig als auch dann Story-mäßig. Denn wie man mit den Little Sisters umgeht, hat nicht nur die direkte Konsequenz von Adam-Menge und der moralischen Überlegung. Jetzt geht's aber erstmal zurück zur Metro und weiter nach Neptune's Bounty. Die Einführung ist in Ordnung, aber dieses erste richtige Level ist so gut, dass man die gleich sichtbaren, offensichtlichen Schwächen fürs erste leicht ignorieren kann. BioShock gleicht hier viel von seinen kleineren und auch manchen größeren Fehlern aus. Vor allem mit der starken Welt und dem starken Leveldesign. Es ist eine nette Idee, den Spieler gleich am Anfang an seinem Ziel zu haben, was dann aber blockiert wird und dann muss man sich durch ein Level arbeiten, um die Tür zu öffnen. Das Leveldesign bekommt es gut hin, dem Spieler das Gefühl zu vermitteln, dass er völlig aus seinem Element ist und in einer fremden Welt gefangen ist. Das Leveldesign ist hier nicht nur spielerisch, sondern auch kontextuell für die Spielwelt und das Gefühl, das die Geschichte vermitteln möchte, ziemlich gut. Die Welt ist sowieso die größte Stärke von BioShock. Wenn es eine Sache gibt, in der BioShock wirklich brillant ist, dann das, und zwar auch von Anfang bis Ende. Angekommen in Neptune's Bounty müssen wir an einem Haufen Zerstörung und einem hingerichteten Schmuggler vorbei, bevor wir in den eigentlichen Bereich können. Währenddessen mutmaßt Atlas über die Gerüchte, warum Andrew Ryan die Stadt zerstört hat, die er aufgebaut hat. Viele Details der Story, auch diese doch recht zentrale Frage, kann man über das Spiel verteilt immer wieder in Audiologs finden, in denen verschiedene Einwohner-Raptures aus ihrer Perspektive über die Geschehnisse in der Stadt sprechen. Aber zuerst können wir mal wunderbare Lichteffekte bewundern. Ein Schatten an der Wand teasert eine neue Splicer-Art an. Ich mag solche Momente, gerade zu der Zeit gab es sowas ja in ein paar Spielen. BioShock ist hier nicht ganz so gut wie manche It Take-4 Spiele zum Beispiel, aber das ist trotzdem eine starke Szene. Ich mag solches Spielen mit den dynamischen Schatten, das hat eine besondere künstlerische Qualität, finde ich. BioShock baut mit sowas immer wieder gute Momente auf, aber hier ist es besonders auffällig. Direkt am Eingang von Neptune's Bounty laufen wir direkt einem Big Daddy samt Little Sister über den Weg. Interessant ist, dass es sich hier lohnen kann, den Big Daddy nicht anzugreifen und stattdessen erstmal weiterzugehen. Gerade wenn die Ressourcen durch den Kampf mit dem Big Daddy im letzten Level noch knapp sind. Das wird auch vom Schwierigkeitsgrad abhängen. Also geht's direkt weiter zu den Fontaine Fisheries. Hier stehen wir vor einer verschlossenen Tür. Ein Typ auf der anderen Seite sagt uns, dass er uns erst reinlässt, wenn wir eine Kamera finden und von bestimmten Splicers Fotos schießen, weil... keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Perverser. Während diesem Monolog werden wir von einem Spider-Splicer unterbrochen, die neue Splicer-Art, die vorher angeteasert wurde. Spider-Splicer können an Decken klettern, sind akrobatisch und werfen Haken auf uns. Jetzt am Anfang halten sie auch noch eine Menge aus, aber das liegt vor allem daran, dass das Spiel nicht will, dass man diesen Kampf gewinnt. Der Typ hinter der Tür schickt einen Sicherheitsbot, der den Splicer verjagt. Zum Abschied bekommen wir von ihm auch noch den Granatwerfer und werden dann endlich losgeschickt, um die Kamera zu holen. Interessant auch, dass Atlas noch im letzten Level gesagt hat, dass Sprengstoff in Rapture selten ist und direkt hier bekommt man einen Granatwerfer, aber was soll's. Beim Zurückgehen hält Atlas noch, etwas aufgebracht, einen Monolog darüber, dass Fontaine schon lange tot ist und wir alle Gerüchte über ihn ignorieren sollen. Das klingt doch schon wieder stark nach Foreshadowing. Bevor man hier weitergeht, um die Kamera zu finden, kann man noch einen schnellen Abstecher in den Untergrund von Neptune's Bounty machen. Da findet man dann einen der interessantesten optionalen Story-Momente, die helfen, die Welt stark zu machen. Man sieht eine Leiche, an ein Rohr gekettet, an eine Batterie angeschlossen, neben ihm Schmugglerware. In einem Audiolog, der hier rumliegt, hört man ein Verhör, das in Ryans Auftrag durchgeführt wurde. Der Schmuggler sagt, dass er mehr Angst vor Fontaine hat als vor Ryan. Es ist schon eine Mammutaufgabe, so etwas Fremdartiges wie Rapture glaubwürdig und nachvollziehbar zu machen. Und BioShock schafft das recht gut durch eben solche Dinge, die einem das Gefühl geben, dass Rapture ein Ort ist, der auch unabhängig von der Geschichte existiert.
Auch wenn wir nicht hier wären, würde etwas in der Stadt passieren. Wir sind nur ein Gast. Für die Kamera müssen wir ein paar Stockwerke nach oben. Gleich im ersten Stock stolpern wir über Tretminen, ein zweiter Munitionstyp für den Granatwerfer, den wir gleich an einem Big Daddy testen können. Hier kann es sich wirklich lohnen, ein bisschen zu planen. Zuerst Geschütze hacken, dann ein paar Minen auslegen, die besten Waffen mit den besten Munitionstypen laden und dann den Big Daddy angreifen. Und zumindest theoretisch wird man für taktisches Denken auch belohnt. Aber in der Praxis dürfte man spätestens hier eine von BioShocks größten Schwächen bemerken. Das Checkpoint-System ist nämlich ziemlicher Müll. Wenn man in BioShock stirbt, dann wird man an einer Weiter-Chamber wiederbelebt. Diese Dinger sind quer über die Stadt verteilt und dienen eben als Checkpoints. Soweit so gut. Die Checkpoints sind in die Spielwelt eingearbeitet. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass alles in der Spielwelt unverändert bleibt. Die Weiter-Chamber ist kein Checkpoint, sie ist ein Revive. Das heißt, man geht einfach zu dem Big Daddy zurück und er hat genauso viel oder genauso wenig Leben, wie er hatte, als man gestorben ist. Das macht praktisch jede Herausforderung im Spiel trivial. Und es macht das Medipack-System überflüssig. Medipacks kann man entweder finden oder kaufen. Gleichzeitig kann man bis zu 9 Stück mit sich rumtragen und sie per Knopfdruck jederzeit aktivieren, um einen Großteil der HP-Leiste wieder aufzufüllen. Theoretisch ist es also wichtig im Blick zu haben, wie viele Medipacks man dabei hat, wie viel Geld man noch übrig hat und es ist wichtig zu überlegen, ob man jetzt eher Geld für Medipacks oder andere Dinge ausgibt. Das ist aber natürlich völlig unnötig, wenn die Weiter-Chamber im Prinzip genauso funktioniert. Der einzige Grund, Medipacks zu benutzen ist, dass man nicht so schnell stirbt und dann erst wieder von der Weiter-Chamber dahin zurücklatschen muss, wo man gerade gestorben ist. Es gibt eigentlich keinen guten Grund, BioShock auf einem anderen Schwierigkeitsgrad als leicht zu spielen. Kein Schwierigkeitsgrad ist eine Herausforderung, sie sind nur unterschiedlich nervig. Nach dem Big Daddy geht es wieder ein Stockwerk rauf. Hier nerven die ganzen Sicherheitskameras, aber solange wir sie rechtzeitig schocken und hacken, sind sie kein Problem. Wenn sie doch mal einen Alarm auslösen und man dann von Sicherheitsbots attackiert wird, könnte man einfach die Treppe runtergehen und den Alarm für ein paar Dollar abschalten. Eine nette Idee, aber ich habe diese Mechanik in 4 Playthroughs, ich glaube, überhaupt nicht benutzt. Stattdessen kann man den Alarm auch für sich nutzen und die Sicherheitsbots hacken. Oder sie einfach mit dem Schraubenschlüssel zerkloppen. Schnell durch einen komischen Raum voller Geschütze durch und dann finden wir endlich die Kamera und können direkt mal ein Bild von einem Splicer knipsen. Das erhöht dann den Forschungsfortschritt bezüglich dieses Splicer-Typen. Wir erreichen direkt mal ein höheres Forschungslevel, machen ab sofort mehr Schaden gegen diesen Splicer-Typ und erhalten die sehr überraschende Information, dass Spider-Splicer besonders verwundbar gegen Anti-Personen-Munition sind. Ab hier kann man jetzt alles fotografieren, was einem gefällt. Und gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden ist das auch nötig, weil die Gegner sonst zu ziemlichen Bullet-Sponges werden. Die Kamera ist als Mechanik vielleicht ganz okay, aber Gegner im Kampf zu fotografieren ist clunky. Zuerst die Kamera rausholen und ein Foto schießen, bevor man tatsächlich auf den Gegner schießen kann, ist einfach seltsam. Das macht den schon nicht so großartigen Kampf noch ein bisschen unbeholfener. Wenn wir uns die Kamera geschnappt haben, werden wir direkt auf eine Art Sammelquest geschickt. Wir sollen 3 Spider-Splicer fotografieren, die quer über Neptunes Bounty verteilt sind. Auf dem Weg kann man viele verschiedene Audiologs finden, in denen davon gesprochen wird, dass Fontaine ein Schmuggler ist und dass Schmuggeln gefährlich für Rapture ist. Ob das auch eine Rolle im Zustand der Stadt spielt? Mit den nötigen Fotos im Gepäck geht's wieder zurück zu den Fontaine Fisheries. Dort angekommen verlangt der Typ von uns, dass wir unsere Waffen ablegen, bevor er uns in die hinteren Räume lässt. Das bedeutet natürlich, dass es hier nochmal so eine Art Bosskampf gibt, wobei das eigentlich nur ein Splicer mit viel zu viel HP ist. Interessant ist hier eigentlich nur, dass man eben nur Plasmide und den Schraubenschlüssel hat. Es wäre also eine gute Gelegenheit, dem Spieler zu zeigen, wie nützlich verschiedene Plasmide sind. Stattdessen ist das Einzige, was wir lernen, dass kluges Hacken und die Electrobolt-Schraubenschlüssel-Kombo wesentlich besser sind als der minimale Damage over Time, den zum Beispiel das Feuerplasmid macht. Ich meine, ja zugegeben, das Telekinese-Plasmid ist cool und manchmal auch nützlich, aber es ist halt auch viel umständlicher, als einen Gegner einfach zu stunnen und dann mit 1-2 Schlägen vom Schraubenschlüssel umzuklatschen. Immerhin gibt es hier ein paar Möglichkeiten, das Feuerplasmid in der Umgebung einzusetzen, um Eis für ein paar zusätzliche Items schmelzen zu lassen. Kurz vor dem Ausgang bekommen wir unsere Waffen zurück und finden noch eine Power-to-the-People-Maschine, an der wir sie upgraden können. Für jede Waffe gibt es 2 Upgrades, die größtenteils eine nette Idee sind, aber halt auch nichts Besonderes und vor allem später im Spiel auch nicht mehr besonders nützlich. Das wahrscheinlich sinnvollste Upgrade zu diesem Zeitpunkt dürfte eines für die Maschinenpistole sein. Mit der besseren Maschinenpistole in der Hand geht es durch einen kleinen Geheimgang in das Schmugglerversteck. Wir laufen an vielen verschiedenen Kisten vorbei, man kann annehmen voller Schmugglerware. Atlas sagt, wir sollen ihn reinlassen, in einem Kontrollraum sollen wir einen Knopf drücken, der die Türe öffnet. Aber bevor wir das tatsächlich können, klingt sich plötzlich Andrew Ryan persönlich in unseren Funkverkehr ein und warnt uns davor, den Knopf zu drücken. Wir müssen das natürlich trotzdem tun und dann dabei zusehen, wie Ryan Splicer auf uns und Atlas loslässt, während das U-Boot mit Atlas' Familie im U-Boot-Hafen auftaucht.
Die Türe zum Kontrollraum geht auf und wir kämpfen uns durch eine gar nicht so kleine Menge an Splicern, um Atlas zu erreichen. Als Kampfszene finde ich das eine der besten im Spiel, gerade auch mit dem Kontext, der eine gewisse Dringlichkeit schafft, auch wenn man natürlich unbegrenzt viel Zeit hat, um nach unten zu kommen. Alles, was hier passiert, ist geskriptet, das Spiel wartet hier tatsächlich auf einen. Das ist schon ein bisschen komisch, dass man sich in dieser Situation noch umsehen kann für ein bisschen extra Geld. Nicht gerade ideal durchdacht, aber speziell bei einem ersten Playthrough wird man das vielleicht eher nicht machen. Dann ist es auch ein gewisser Schock, wenn das U-Boot explodiert, kurz bevor man es erreicht. Atlas, der gerade seine Familie verloren hat, ist am Boden zerstört und schwört uns auf Rache ein. Im Großen und Ganzen eine gut inszenierte Sequenz. Es gibt für meine Begriffe hier aber auch ein paar kleinere Plotlücken. Wenn Andrew Ryan seine Augen überall hat, scheinbar ja auch hier, wie ist er dann den Schmugglern nicht auf die Schliche gekommen? Wie konnte er das Schmuggeln nicht aufhalten? Vieles in Bioshock deutet darauf hin, dass ein großer Faktor im Untergang Raptures das Schmuggeln war. Kann sein, dass es in den anderen Teilen eine Erklärung dafür gibt, aber zumindest auf Basis von diesem Spiel fehlt mir da die Nachvollziehbarkeit. Genauso wie die Frage, warum sich Atlas hier in Gefahr bringt. Er könnte uns das ja auch einfach alles alleine machen lassen. Er wartet ja sowieso um die Ecke. Das Spiel macht ein paar Mal solche Sachen, wo es davon ausgeht, dass Spieler nicht weiter hinterfragen, was passiert, um einen spektakulären Moment konstruieren zu können. Direkt wieder ein Beispiel gibt es gleich im nächsten Level. Der Eingangsbereich von Arcadia ist der visuell beeindruckendste im Spiel, abgesehen vom Anfang. Das Licht, der Blick auf die Wolkenkratzer im Ozean, es sieht aus wie gemalt. Ich kann mich nur wiederholen, visuell ist Bioshock auf einem sehr hohen Niveau. Arcadia ist eigentlich wieder nur ein Transitbereich. Die Gärten von Rapture liegen eben auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel. Also laufen wir durch das eigentlich ganz schick designte Level, finden unterwegs noch eine U-Invent-Maschine, an der man mit ein paar Sammel-Items verschiedenes Zeug craften kann, Munition und solche Sachen. Als wir dann an der Metro ankommen, verschließt sich die Tür und Ryan vergiftet Arcadias Bäume direkt vor unseren Augen. Und da stellt sich die Frage, warum? Ist es wirklich eine gute Strategie, die Sauerstoffquelle von Rapture zu zerstören? Scheint ein bisschen weit hergeholt. Das finde ich aber noch eher plausibel, als dass sich Atlas unnötig in Gefahr bringt. So oder so gehen wir jetzt erstmal weiter nach links in Richtung der Labore von Julie Langford. Die Dame ist die verantwortliche Botanikerin in Arcadia. Sie will uns aber nicht in ihr Labor lassen, bevor wir ihr nicht zuerst eine bestimmte Rose bringen. Also geht's wieder zurück zur U-Invent-Maschine, da finden wir die Rose. Dabei laufen wir dann noch einen Big Daddy über den Weg. Big Daddies bekämpft man am besten, indem man sich eine Deckung sucht, um die man Circle strafen kann, in diesem Fall einen Baum, und dann den Big Daddy mit den stärksten Waffen und Munitionstypen angreift. Zumindest jetzt noch. Die Bewegungsgeschwindigkeit ist zu langsam, um ihm konstant auszuweichen, aber um den Baum herumlaufen funktioniert ganz gut. Das ist schon eine ziemlich langweilige Taktik und die Big Daddy-Kämpfe machen auch nicht so wahnsinnig viel Spaß, aber sie bieten wenigstens ein bisschen Spannung. Zumindest jetzt noch. Der Big Daddy ist auch der einzige Gegner, gegen den es wirklich Sinn machen kann, sich zu überlegen, welche Munitionstypen sinnvoll sind. Zumindest jetzt noch. Elektroschrot für die Shotgun ist zum Beispiel eine gute Wahl. Jeder Treffer stunt den Big Daddy für eine kurze Zeit und verhindert einen direkten Gegenangriff. Das Problem ist halt wirklich das Checkpoint-System. Es hat überhaupt keine Bedeutung, wenn man stirbt. Und je länger man spielt, desto mehr fällt das auf. Die beste Erfahrung mit Bioshock hat man wie gesagt auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad. Nicht weil der am besten gebalanced ist oder sowas, sondern einfach, weil der am wenigsten nervig ist. Auf einem hohen Schwierigkeitsgrad stirbt man viel öfter, gerade gegen die Big Daddies, und muss dann immer wieder zurücklaufen, um weiterzukämpfen. Das ist so ein bisschen wie in Prey von 2006. Nur wenn man in dem Spiel stirbt, muss man ein Minispiel spielen und wird dann an Ort und Stelle wiederbelebt. Das macht das Spiel auch herausforderungsarm und teilweise langweilig, aber man bleibt wenigstens in der Action. Bioshock leidet leider wirklich deutlich unter diesem System. Große Teile vom Gameplay sind die meiste Zeit irgendwas zwischen langweilig und nervig. Mit der Rose im Gepäck lässt Langford uns in ihr Labor. Davon haben wir aber nicht viel, weil Andrew Ryan sie direkt umbringt. Sie hat wohl in ihrer Wut über das Bäume zerstören ihre Vereinbarung mit Ryan vergessen. Jedenfalls schafft sie es noch, eine Zahlenkombination an die Glasscheibe zu schmieren, mit der wir einen Safe öffnen können, in dem eine Zutatenliste liegt für das Mittel, mit dem die Bäume gerettet werden können. Destilliertes Wasser, Chlorophyll und Enzyme von Honigbienen. Für die meisten dieser Sachen müssen wir zum Farmers Market. Dort angekommen kämpfen wir uns an Sicherheitskameras, Geschützen, einer Menge Splicer und einigen Big Daddies vorbei. Eine wunderbare Gelegenheit, gleich den Chemical Thrower zu testen, den wir im Labor gefunden haben. Und dann ziemlich schnell festzustellen, dass der eigentlich gar nicht mal so gut ist. An sich eine coole Idee, man hat durch die Munitionstypen sozusagen 3 Modi. Standardmäßig ist das ein Flammenwerfer, man kann aber auch flüssigen Stickstoff versprühen, um Splicer einzufrieren oder Gegner per elektrisiertem Gel schocken.
Leider ist das halt so eine Sache, wie es in vielen Spielen ist. Es ist halt mehr eine Gimmick-Waffe, die wenig Trefferfeedback gibt und sich dementsprechend nicht sehr stark anfühlt. Hilft natürlich auch nicht, dass sie nicht besonders stark ist. Für einen Big Daddy ist das Elektrogel aber immerhin einigermaßen hilfreich. Auf der anderen Seite des Marktes haben wir die Wahl, wo wir zuerst hingehen wollen. In der Imkerei findet man, Überraschung, Überraschung, die Bienenenzyme und in der Weinkellerei das Chlorophyll. Die Imkerei hat ein nettes Gimmick. Man lässt Rauch in den Raum strömen, in dem die Bienennester stehen, damit die Bienen sich in ihre Nester verkriechen und man nach den Enzymen suchen kann. Währenddessen kommen lauter Splicer angerannt, die einen angreifen. Wenn sich der Rauch dann verflüchtigt hat, muss man schnell wieder raus, um nicht gestochen zu werden, und dann lässt man den Rauch wieder rein, solange bis man genug Enzyme hat. Wie gesagt, ein nettes Gimmick, aber es wird auch immer weniger spaßig, je länger man dafür braucht. Die Weinkellerei macht nichts Besonderes, aber man kann über verschiedene Wege reinkommen, und weil das Ganze im Keller und dementsprechend überflutet ist, gibt es hier einige Chancen, gleich mehrere Gegner mit dem Electrobolt zu töten. Die KI der Gegner an sich macht auch ein paar interessante Sachen. Zum Beispiel suchen Splicer Heilstationen, wenn sie Schaden genommen haben. Das kann man ausnutzen, indem man die vorher hackt. Und wenn man Gegner mit dem Flammenplasmid anzündet, dann versuchen sie Wasser zu finden, um sich darin zu löschen. Das habe ich ja schon beim Kampf mit Dr. Steinman erwähnt, und auch, dass man das dann ausnutzen kann, indem man das Wasser per Electrobolt unter Strom setzt. Das ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Taktiken des Spiels. Und das ist richtig cool. Plasmide in der Art kombinieren zu können, macht Spaß. Schade nur, dass es halt kaum über dieses Beispiel hinausgeht. Und wirklich nützlich ist es auch nur selten. Klar ist es cool, aber es braucht halt auch länger, als einfach zu schießen oder zuzuhauen. Das dachte man sich scheinbar auch bei 2K und hat dieses Feature für das Remaster einfach gestrichen. Also an manchen Stellen zumindest, an anderen funktioniert es dann wieder. Warum ist dieses Remaster so seltsam? Die KI macht jedenfalls interessante Sachen und das täuscht auch ein bisschen darüber hinweg, dass sie eigentlich gar nicht mal so gut ist. Das merkt man dann eher, wenn sich Splicer mal in brennende Öllachen teleportieren oder ähnlicher Quatsch passiert. Sobald wir dann genug Material gesammelt haben, bauen wir an einer U-Invent-Maschine den Lazarus-Vektor zusammen, mit dem die Bäume gerettet werden können. Das Ding muss dann im Labor eingespeist werden, also wieder zurück. Wenn man das dann im Labor in die entsprechende Maschine steckt, stellt sich heraus, dass der Vorgang eine Weile dauert. Ryan nutzt das, um uns eine Menge Splicer auf den Hals zu hetzen, aber noch nicht gleich. Erstmal haben wir Zeit, uns auf den Angriff vorzubereiten oder einfach ein bisschen herumzulaufen, während Atlas uns sagt, wir sollen dringend den Eingang zum Labor verschließen, damit uns die Splicer nicht so leicht angreifen können. Das macht zwar keinen Unterschied, aber wir können uns am Eingang noch ein paar Items abholen. Gegen ein paar Gegnerwellen überleben zu müssen, finde ich als Höhepunkt für ein Level eigentlich eine coole Idee. Nur leider ist das nicht sehr spannend, man muss nämlich überhaupt nichts tun, um zu überleben. Wenn man am Anfang des Levels alle Geschütze und Sicherheitskameras im Labor gehackt hat, dann kann man auch einfach stehen bleiben und dabei zusehen, wie die Dinger die Arbeit für einen erledigen. Das hat im Übrigen auch nichts mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Die Aufnahmen, die man hier sieht, sind von meinem Playthrough auf schwer. Arcadia ist das Level, in dem Bioshock so richtig angefangen hat, mich zu langweilen. Das Leveldesign lässt hier sehr deutlich nach. Wobei böse Zungen vielleicht behaupten würden, dass man hier erst merkt, dass es die ganze Zeit schon nicht so besonders toll war. Arcadia ist eigentlich nur eine langgezogene Sammelquest. Und Sammelquests sind in Spielen schon als Nebenaufgaben nervig, da muss das wirklich nicht das primäre Aufgabendesign sein. Von einer Seite des Levels zu einer anderen geschickt zu werden, ist langweilig, wenn es nur darum geht, irgendwelche Items zu sammeln, die keine Bedeutung für mich haben, außer eine von der Story hingezweckte Entschuldigung, um mich überhaupt erst auf diese Sammelquest zu schicken. Und Arcadia ist halt leider auch nicht das letzte Level, das nach diesem Prinzip funktioniert. Und halt leider auch nicht das erste. Im Prinzip ist auch schon Neptune's Bounty eine Sammelaufgabe mit den Spider-Splicern, die man fotografieren soll. Es ist ein bisschen interessanter, weil man gleichzeitig die neue Gameplay-Mechanik nutzt, aber auch da ist es schon von der Story hingezweckt. Man könnte argumentieren, dass Arcadia hier das Craften an den U-Invent-Maschinen einbindet. Aber abgesehen davon, dass das eine sehr nebensächliche Mechanik ist und vergleichbare Mechaniken auch davor nicht per Leveldesign eingeführt werden mussten, sammelt man letztendlich halt eine Handvoll Items, die für den Rest des Spiels keine Rolle mehr spielen und baut daraus ein neues Item, das für den Rest des Spiels keine Rolle mehr spielt. Hier beginnt das Spiel gefährlich nahe an eine Mischung aus herausforderungsarmem Gameplay und ödem repetitivem Leveldesign zu kommen, die Bioshock so langweilig macht, dass die Spielwelt es nicht mehr tragen kann. Wisst ihr noch, wie ich beim Medical Pavilion gelobt habe, dass es eine nette Idee ist, den Spieler gleich am Anfang an seinem Ziel zu haben, das dann aber blockiert wird und dann muss man sich durch ein Level arbeiten, um die Tür zu öffnen, und wie gut das Leveldesign es hinbekommt, dem Spieler das Gefühl zu vermitteln, dass er völlig aus seinem Element ist und in einer fremden Welt gefangen ist? Das hört leider auf, interessant zu sein, wenn es in 3 von 5 Leveln passiert. Vor allem wenn die anderen beiden auch noch sehr kurze Levels sind. Und hier im 6. Level passiert es gleich wieder.
Fort Frolic soll wieder mal nur ein Durchgang sein, um zu Andrew Ryans Büro zu kommen. Also gehen wir direkt vom Eingang geradeaus zur Metro. Auf dem Weg dorthin verlieren wir den Funkkontakt zu Atlas und kurz bevor wir die Bathisphäre betreten können, schließt sich die Tür und ein schickes Ensemble aus verschiedenen Skulpturen wird von der Decke herabgelassen. Xander Cohen, der Typ, der Fort Frolic kontrolliert, begrüßt uns und lädt uns auf einen Abend mit ihm ein, in seinem kleinen Abschnitt von Rapture. Ab hier bleibt nur noch ein Level übrig, das nicht dieses grundlegende Design hat. In ein Level reinkommen, direkt am Ende sein, aber nicht weiter können, weil die Tür verschlossen ist, irgendeine Sammelquest machen, um dann schließlich die Tür zu öffnen und weiter zum nächsten Level zu kommen. Aber erstmal sind wir in Fort Frolic. Gleich am Anfang, bevor man überhaupt etwas von Xander Cohen hört, kann man gleich ein cooles Detail entdecken. Hinter einer Schaufensterscheibe liegen Medipacks. Man kann mit dem Schraubenschlüssel die Scheibe einschlagen und die Medipacks mitnehmen, aber wenn man das tut, wird automatisch ein Alarm ausgelöst, inklusive Sicherheitsspots. Das ist cool, ich mag solche Details sehr. Nachdem uns Xander Cohen blockiert hat, gehen wir erst einmal zurück und müssen uns mit ein paar Splicern rumschlagen, bevor Cohen das Tor für uns öffnet, hinter dem der Hauptbereich von Fort Frolic liegt. Nervig ist hier, dass wir auch noch warten müssen, bis Cohen seinen Monolog zu Ende geschwätzt hat. Eigentlich ist Bioshock mit diesen Dingen ganz gut. Es ist nie so eine On-Rails-Erfahrung wie ein Call of Duty zum Beispiel, aber ein paar Stellen gibt es, an denen man ausgebremst wird und zuschauen, bzw. eher zuhören muss. Das ist ein bisschen unelegant und hier wäre es eigentlich auch nicht wirklich nötig. Der Monolog ist nicht so wahnsinnig lange und es gibt auch nicht wirklich etwas auf der anderen Seite des Tors, das sofort die volle Aufmerksamkeit bräuchte. Vor uns baut sich direkt eine kleine Bühne mit Cohens unvollständigem Meisterwerk auf. Es sind ein paar Skulpturen in akrobatischen Positionen, die 4 Bilderrahmen präsentieren. Cohen schickt uns aber erstmal in die Fleet Hall, wo ein Typ auf der Bühne eines von Cohens Klavierstücken auf einem Flügel spielt. Als er sich weigert weiterzuspielen und Cohen anfleht, ihn gehen zu lassen, jagt der das Instrument einfach in die Luft. Er verlangt dann von uns, dass wir ein Foto von dem Toten machen. Das kann ziemlich nervig werden, wenn man keinen Film mehr übrig hat. Dann muss man nämlich erstmal eine Weile danach suchen. Es wäre sicherlich besser gewesen, hier eine Absicherung zu haben, um dieses Szenario zu vermeiden. Man ist ja immerhin recht stark dazu angehalten, viele Fotos zu machen. Wenn wir dann Film gefunden haben, machen wir ein Foto von dem Typ, gehen zur Bühne zurück und kleben das Foto in einen der Bilderrahmen. Als Belohnung bekommen wir die Armbrust, die stärkste Waffe im Spiel. Und wer hätte das gedacht? Der Rest des Levels besteht daraus, dass wir 3 weitere Typen finden, töten und fotografieren müssen, um Cohens Meisterwerk zu vervollständigen. Das erste Opfer finden wir am Poseidon Plaza, bzw. im Vorraum vom Poseidon Plaza. Im Gang dahin bemerken wir schon, dass hier alles vereist ist. Als wir den ersten von Cohens Feinden entdecken, friert der uns sofort ein, wir werden Teil einer Sammlung aus eingefrorenen Leuten. Er hält dann einen kurzen Monolog, stellt uns scheinbar in einer Pose auf und geht weg. Was er genau sagt, das hört man nur, wenn man nicht den Fehler gemacht hat, kurz vorher einen Audiolog aufzuheben. Dann legen sich die beiden Audiospuren nämlich übereinander und man versteht kein Wort mehr. Ice. If you're great, why don't you send someone? And the Iceman cometh, said, baby. Left me to free. The Iceman fucking cometh. Super. Kurz darauf werden wir wieder automatisch vom Eis befreit und müssen den Typ zwischen den Eingefrorenen suchen. Schnell einen Pfeil ins Gesicht und die Sache hat sich erledigt. Dieser Abschnitt ist irgendwie komisch. Vom geskripteten eingefroren werden, über das seltsam durch den Raum teleportieren, zu dem direkt wieder aufgetaut werden. Und der Jumpscare funktioniert auch nicht so wirklich. Wobei das aber auch an mir liegen kann. Die Idee ist ja ganz nett, aber die Umsetzung ist schon ein wenig misslungen. Warum zum Beispiel gibt es keine anderen Gegner, die Plasmide nutzen können, so wie der Typ hier scheinbar. Ich meine, ist wahrscheinlich gut, dass es so ist, die ganze Zeit eingefroren werden wäre auch nervig, aber es ist schon ein bisschen inkonstant. Die ganze Geschichte dreht sich um Adam und Plasmide und was das in Rapture angerichtet hat, aber der Typ hier ist der einzige außer uns und dem Final Boss, der Plasmide nutzt. Naja gut, der Houdini-Splicer vielleicht noch. Warum taut man einfach so wieder auf? Nachvollziehbar wäre das, wenn man das Feuerplasmid nutzen würde, um das Eis zu schmelzen. Aber das muss man ja nicht. Der Grund ist offensichtlich, es kann sein, dass man das Plasmid in diesem Moment nicht in seinem Arsenal hat und dann wäre man an dieser Stelle gefangen. Und das ist ein weiteres großes Problem, das ich mit Bioshock habe. Die ersten paar Plasmide sind gut durchdacht. Die Reihenfolge, in der man sie bekommt, wie sie eingeführt werden, mit dem passenden Leveldesign, Feuer um Eis zu schmelzen, Telekinese um Bomben zu werfen und wie sie im Kampf funktionieren. Aber nach dem ersten Level sind sie eigentlich nur noch wild zusammengewürfelt. Gehen wir sie mal durch. Insect Swarm und Winter Blast sind im Prinzip 2 weniger nützliche Varianten von Electrobolt. Insect Swarm hetzt Gegnern einen Bienenschwarm auf den Hals, der sie ablenkt und angeblich auch ein bisschen Schaden macht. Es ist völlig unsinnig, das Plasmid jemals zu verwenden. Electrobolt und Winter Blast erfüllen dieselbe Rolle und sind beide besser. Winter Blast friert Gegner ein.
Das ist vielleicht theoretisch besser als Electrobolt und in den letzten Leveln kann es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad Survivor auch ab und an mal Sinn machen, das zu benutzen. Das Problem ist halt, dass es in allen anderen Situationen nicht nur den Nachteil hat, dass man keine Items bekommt, wenn man eingefrorene Gegner tötet, es dauert auch länger. Irgendwelche Interaktionen mit der Umwelt gibt es mit Winter Blast nicht. Cyclone Trap und Sonic Boom sind zwar lustig, weil man damit Gegner durch die Luft schleudern kann, aber auch nutzlos. Und die anderen sind alle situationsabhängig und den Aufwand nicht wert. Enrage macht einen Gegner zu einem Verbündeten, Hypnotize Big Daddy macht das gleiche mit einem Big Daddy, Security Bullseye lässt einen Gegner zur Zielscheibe für alle Sicherheitsgeräte im Bereich werden und Target Dummy spawnt ein Hologramm, das Gegner ablenkt. Alle 4 ganz okay, aber es fügt dem Spiel halt auch nicht viel hinzu. Der Anfang, also eigentlich nur der Medical Pavilion, ist um die Plasmide herum designt. Sie sind ein zentrales Element von Bioshock, also sind die Level auf Interaktion mit ihnen ausgelegt. Das ist einer der Faktoren, die den Anfang so stark machen. Aber nichts davon gibt es sonst irgendwo im Spiel. Dementsprechend muss ich mir auch die Frage stellen, ob es überhaupt eine gute Idee ist, dass man die Plasmide frei kaufen kann und es verschiedene Plasmid-Slots gibt, die man frei belegen kann und die auch erst mit Adam freigeschaltet werden müssen. Wenn man stattdessen alle Plasmide geplant bekommen würde, könnte man eben die Level um die Fähigkeiten herumbauen, die der Spieler hat. Aber so können die Plasmide halt nur generische 0815 Fähigkeiten sein, die kaum einen Einfluss aufs Spiel haben, weil das Spiel davon ausgehen muss, dass man gleichzeitig alle und keine hat. Deswegen sind auch der Bereich vor dem Poseidon Plaza hier und das Ende von Neptune's Bounty die einzigen Orte außerhalb vom Medical Pavilion, an denen man zwingend das Feuerplasmid braucht. Nicht um sich aus dem eingefrorenen Zustand zu befreien, was eigentlich am meisten Sinn machen würde, sondern um das Tor zum Poseidon Plaza von Eis zu befreien. Das ist eben das Problem, wenn man seine Plasmid-Slots frei belegen kann. Man müsste im Zweifelsfall eine Genebank finden, um dort die richtigen Fähigkeiten auszurüsten. Das ist nervig, weil man es dauernd machen muss, also sind die Plasmide kaum für irgendetwas außerhalb vom Kampf zu gebrauchen und größtenteils austauschbar. Auch der Bosskampf am Ende von Neptune's Bounty hätte interessanter sein können, wenn er später im Spiel gekommen wäre und man den Gegner um die Plasmide herum designen hätte können, die der Spieler auf jeden Fall hat. Wenn wir das Tor dann freigelegt haben, können wir im Poseidon Plaza den dritten von Xander Cohns Widersachern suchen. In einem Stripclub finden wir zuerst den Raum einer Tänzerin, die offenbar eine Affäre mit Andrew Ryan hatte, und ihre Leiche. Als wir wieder aus dem Hinterzimmer rausgehen, sitzt an der Bar der Typ, den wir suchen. Sobald der uns sieht, rennt er weg. Den Kampf kann man sich sehr viel leichter machen, wenn man ihn blockiert. Gedacht ist, dass er vor uns wegrennt und Granaten auf uns wirft. Wenn er flieht, läuft er aber festgelegte Wegpunkte ab. Und wenn man ihm da im Weg steht, rennt er auf der Stelle und kann nicht darauf reagieren, dass man ihn mit dem Schraubenschlüssel verprügelt. Nachdem wir ihn dann effizient zusammengekloppt haben, machen wir wieder ein Foto und bringen es zurück zum Kunstwerk. Xander Cohn rastet dann aus, weil wir sein Meisterwerk schief angeschaut haben oder so, und schickt uns ein paar Wellen Splicer, die wir erstmal überleben müssen. Das ist tatsächlich einer der besseren Momente im Spiel. Im Hintergrund läuft Musik aus Tchaikovskys Nussknacker, die Splicer kommen aus dem Dunkeln des Levels ins Licht des Spotlights gerannt, das uns schon die ganze Zeit in diesem Level begleitet, und halten auch ein bisschen weniger aus als sonst. Im besten Fall entsteht so eine Art perverser Tanz, mit Schraubenschlüsselschwung, Atom-Spritzen und Schüssen grob im Takt der Musik. Ein Tanz, der perfekt zum Thema und der Atmosphäre des Levels passt. Die Atmosphäre ist in Fort Frolic sowieso sehr stark. Die verrückte Künstlerpersönlichkeit von Xander Cohn, gepaart mit dem langsam verfallenden, aber offensichtlich ehemals schönen Kunstbereich Raptures auf der einen Seite und der düsteren Abseite der Unterhaltungsbranche auf der anderen Seite, inklusive Stripclub mit Leiche im Hinterzimmer, ist es, was Fort Frolic atmosphärisch zum besten Level in Bioshock macht. So schnell sich der Kunstspinner aufgeregt hat, genauso schnell beruhigt er sich wieder, sobald wir zu Ende getanzt haben. Er entschuldigt sich und bittet uns darum, auch den letzten seiner Feinde zu seinem Werk hinzuzufügen. Denn wie gesagt, natürlich ist auch das, was man in Fort Frolic macht, nichts anderes als eine glorifizierte Sammelquest. Zugegebenermaßen ist die hier stilistisch interessanter, weil sie gut zu der wahnsinnigen Persönlichkeit von Xander Cohn passt. Fotos von seinen ermordeten Gegnern machen sein Meisterwerk komplett. Das ist überhaupt eine Stärke von Fort Frolic. Bioshock hat ja über das ganze Spiel verteilt immer wieder ein paar Horrormomente, aber Fort Frolic ist dann tatsächlich ein ganzes Horror-Level. Und das funktioniert gut. Von den ganzen sekundären Bösewichten ist Xander Cohn wahrscheinlich auch der interessanteste. Passend zum Thema des Levels ist Fort Frolic, würde ich sagen, auch ästhetisch der stärkste Abschnitt in einem Spiel, das vor allem visuell sowieso schon sehr gut ist. Dass das Level aber schon wieder um eine Sammelquest herum strukturiert ist, macht halt leider wirklich völlig eindeutig, wie nervig, einfallslos und repetitiv das Aufgaben- und Leveldesign ist. Für all die ästhetischen und atmosphärischen Qualitäten im Leveldesign bekommt man dann solche spielerisch öden Banalitäten serviert.
Und ich kann schon mal spoilern, alle verbleibenden Level, bis auf das Finale, bestehen auch aus Sammelaufgaben. Aber bevor wir uns dem widmen, beenden wir erstmal die aktuelle. Wir gehen wieder zum Poseidon Plaza. Warum muss man eigentlich immer zwischen demselben Ort und dem Hauptraum hin und her latschen? Dort finden wir dann auch den letzten Typen. Töten, fotografieren, rinse and repeat. Nach der Vollendung seines Meisterwerks taucht Sandor Cohen tatsächlich persönlich auf, bewundert die Struktur und gibt uns einen Tonic für unsere Bemühungen. Dann können wir uns entscheiden, ob wir einfach weitergehen oder ihn töten. Das macht keinen wahnsinnig großen Unterschied, aber wir können später nochmal auf ihn stoßen, wenn wir ihn leben lassen. Gekillt oder nicht gekillt, geht es auf jeden Fall zur Metro und endlich zum Büro von Andrew Ryan höchstpersönlich. Wir sind endlich in Ryans Reich angekommen. Und wie soll es anders sein? Wir stehen natürlich wieder vor einer verschlossenen Tür und müssen eine langweilige Sammelquest lösen, um die Tür zu öffnen. Diesmal müssen wir den Strom kappen, um Ryans elektrisches Türschloss zu umgehen. Wir laufen also erstmal an einigen Splicern und einem außer Kraft gesetzten Big Daddy vorbei, in den, wenn man so will, Hub-Bereich des Levels. Hier müssen wir dann zuerst in den Heat-Loss-Monitoring-Bereich und einen Audiolog finden. Darin finden wir dann einen Hinweis, dass die Lösung für unser Problem sich in einer Werkstatt befinden könnte. Die dann im Werkstattbereich zu finden, ist gar nicht so einfach. Also, ich schätze, das wäre nicht so einfach, ohne den großen Pfeil, der da am oberen Bildschirmrand herumschwebt und einen förmlich anbrüllt: Hey, du Depp, hier geht's lang. Dieses Ding ist auch nochmal so eine Fehlentscheidung, die Bioshock schon gewaltig negativ beeinflussen kann. Nicht nur, dass es einem als Spieler vorkommt, als würde das Spiel einen für den letzten Volltrottel halten, er nimmt einem auch den Anreiz, die Spielwelt zu erkunden und sich mit ihr auseinanderzusetzen, der größten Stärke wie gesagt. Aber Moment mal, ich beschwere mich jetzt über den Quest-Pfeil, vorher habe ich mich schon ausführlich über die Whiter Chambers beschwert, aber das kann man ja beides im Optionsmenü ausschalten. Löst das nicht das Problem? Ja, tut es tatsächlich zu einem gewissen Grad. Ich habe da ehrlich gesagt zuerst so ein ähnliches Problem wie bei Prey 2006 erwartet. Den Vergleich habe ich ja vorher schon mal gemacht. Prey ist ein solider Shooter mit vielen coolen Ideen, der sich einiges so ein bisschen dadurch versaut, dass er auch ein etwas fragwürdiges System hat, mit dem Tod des Spielers umzugehen. Wenn man da stirbt, muss man, wie gesagt, ein kurzes Minispiel spielen und wird dann an Ort und Stelle wiederbelebt. Also doch einigermaßen ähnlich zu den Whiter Chambers in Bioshock, in dem Sinne, dass Sterben keine echten Konsequenzen hat. Und die Frage, die ich mir da gestellt habe, war: Wenn man dieses System einfach entfernen würde, wäre das Spiel dann schlecht gebalanced? Ein herausforderungsarmes System finde ich, glaube ich, immer noch besser als ein frustrierendes. Das ist so ein bisschen die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Sind diese Systeme da, weil das Spiel ohne sie frustrierend wäre? Oder in anderen Worten, ist das Spiel schlecht designt und das ist einfach nur das sprichwörtliche Pflaster auf dem gebrochenen Bein? Oder funktioniert das Spiel auch so und das ist nur eine schlecht durchdachte Idee? Anders als bei Prey muss man sich diese Frage bei Bioshock nicht stellen, weil man das ja ausprobieren kann. Und aus meiner Sicht ist das ganz klar. Bioshock ist deutlich besser, wenn man sowohl den Quest-File als auch die Whiter Chambers deaktiviert. Ob die Stelle mit der Werkstatt hier wirklich so schwer zu finden ist, kann ich aber nicht sicher sagen. Es scheint so, weil das fast wie ein Secret versteckt ist, aber ich habe das Spiel halt auch erst bei meinem dritten Playthrough ohne Pfeil gespielt. Abgesehen von der Stelle gibt es noch eine, die auf jeden Fall nicht ganz glücklich designt ist, aber dazu kommen wir noch. Ansonsten funktioniert das aber ganz wunderbar und macht einige der Probleme weniger schlimm. Man wird einerseits schon vom Leveldesign ganz okay geleitet, mit Gegnergruppen und ähnlichem, zwar nicht immer, aber immer wieder, und man setzt sich andererseits ganz automatisch viel mehr mit den Levels und der Welt auseinander. So kann Bioshock also deutlich stärker seine Trümpfe ausspielen. Man kann auch nicht mehr einfach ohne Konsequenz drauf losballern, sondern muss sich schon überlegen, wie man vorgeht und ob man zum Beispiel seine Ressourcen für einen Big Daddy Kampf verschleudern soll oder ob es sich vielleicht lohnt, den Kampf zu verschieben. Das ist es, was ich am Anfang von Neptune's Bounty gemeint habe, als ich gesagt habe, dass es sich lohnen kann, den Big Daddy erstmal zu überspringen. Als ich mit diesen modifizierten Regeln gespielt habe, habe ich auch auf schwer gespielt und da ist das eine echte Entscheidung, die man treffen muss. Und das ist gut so. Da fragt man sich, warum diese Mechaniken überhaupt im Spiel sind. Es ist aber leider auch nicht alles besser, wenn man so spielt. Die Schwierigkeitsgrade in Bioshock sind nämlich das nächste Problem. Mit steigendem Schwierigkeitsgrad machen die Gegner nicht nur mehr Schaden, sind zielsicherer und agiler und man findet weniger zufälligen Loot, was ja alles gute Variablen für Schwierigkeitsgrade wären, sondern die Gegner halten halt auch mehr aus. Das ist eine furchtbare Idee in einem Shooter. Wie viel die Gegner aushalten, hängt nämlich auch direkt damit zusammen, wie sich das Gunplay anfühlt. Mehrere Schüsse von der Shotgun aus nächster Nähe ohne nennenswerten Effekt zum Beispiel, sorgt jetzt nicht gerade dafür, dass die Shotgun sich kräftig anfühlt. Bioshock spielt über den Spielverlauf sowieso schon mit den HP der Gegner und es ist immer störend, wenn man es merkt. Dass das dann auch noch von den Schwierigkeitsgraden verschlimmert wird, ist ein Fehler. Mit Whiter Chambers ist leicht der beste Schwierigkeitsgrad, weil am wenigsten nervig. Aber was ohne Whiter Chambers der beste Schwierigkeitsgrad ist, lässt sich gar nicht so leicht sagen, weil der Einfluss auf das Gunplay zu groß ist.
Auf leicht kann man zum Beispiel auch mit Electro-Bolt-Schraubenschlüssel-Kombo Geschütze one-shotten, auf schwer geht das nicht mehr. Man muss also mehr hacken. Und das ist gleich das nächste Problem. Am Anfang macht das Hacken ja noch einen ganz netten Eindruck. Aber wenn man dann mal an der Stelle im Spiel angekommen ist, an der wir jetzt gerade sind, dann hat es sich schon längst in eine mehr als lästige Pflichtarbeit verwandelt. Es ist eigentlich wie alles in Bioshock. Man muss es zu oft machen, es wird monoton und repetitiv. Und dann ist es auch noch unfair. Es kann nämlich vorkommen, dass Hacks manchmal gar nicht möglich sind. Man kann das zwar ein bisschen ausgleichen, wenn man mit seinen Automatic Hack Tools gut haushaltet, mit denen man Hacks überspringen kann, aber ganz kommt man ums Hacken nicht herum. In Bioshock 2 ist das deutlich besser, da macht man statt dem Rohre verlegen ein typisches 0815 Timing-Minispiel. Das ist zwar von der Idee her viel langweiliger, aber dauert dafür halt auch nicht so lang und ist nie unfair. Bioshock 2 macht generell so ein paar kleine Sachen besser, aber dafür ist dann die Story halt weniger interessant. Apropos Story, wo sind wir da eigentlich nochmal stehen geblieben? Wir haben gerade eine Werkstatt gefunden, in der eine halbfertige EMP-Bombe liegt, mit der wir die Tür zu Ryans Büro öffnen können. Weil sie aber erst halbfertig ist, müssen wir die restlichen Teile zusammensuchen. Da ist sie ja endlich, die Sammelquest. Also stolpern wir durch das Level und suchen die verschiedenen Teile. Das Skill ist noch relativ simpel, für die Kabel müssen wir uns schon ein bisschen mehr Aufwand machen. Die bekommt man nämlich von Big Daddies. Aber zum Glück haben wir ja im letzten Level endlich die Armbrust gefunden. Die macht jetzt die Big Daddy Kämpfe auch ohne Weiter Chambers ziemlich trivial. Wahrscheinlich jeder, der mal Counter-Strike Source gespielt hat, weiß, dass man die Bolt-Action-Animation der beiden Sniper in dem Spiel überspringen kann, indem man schnell zu einer anderen Waffe und zurückwechselt. Mit Standardtastenbelegung Doppel-Q. Dieselbe Taktik gibt's auch in Bioshock. Wenn man zwischen jedem Schuss mit der Armbrust zu einem Plasmid wechselt und wieder zurück, kann man viel schneller mit dem Ding schießen. Schnell genug, um Big Daddies zu stunblocken. Solange man sich beim Nachladen nicht überrennen lässt, hat der Big Daddy keine Chance mehr. Allerhöchstens auf dem Survivor-Schwierigkeitsgrad kann er sich noch ein bisschen wehren, aber selbst da ist das eine extrem starke Taktik. Und da sieht man schon das nächste Problem von Bioshock: das Waffenarsenal. Die Auswahl ist nett, aber wenig sinnvoll. Es gibt 7 Waffen im Spiel, alle haben 3 verschiedene Munitionstypen, bis auf den Schraubenschlüssel logischerweise. Fast nie sind alle 3 Munitionstypen nützlich, außer beim Granatwerfer. Und generell ist keine von den Waffen besonders nützlich. Klar, der Granatwerfer ist nicht schlecht, der Chemical Thrower mit der richtigen Munition ist auch nicht übel gegen Big Daddies und die Maschinenpistole ist immer ganz okay, aber in den allermeisten Situationen ist der Schraubenschlüssel eh schon die beste Waffe und sobald man die Armbrust hat, wäre der einzige Grund, eine andere Schusswaffe zu nutzen, dass einem die Munition ausgegangen ist. Man hat eh schon dieses nicht besonders tolle System mit der Kamera und dann nutzt man das nicht mal, um das Arsenal interessanter zu machen. Anstatt einem zu sagen, welche Munitionstypen nützlich gegen welche Gegner sind, wäre es vielleicht besser gewesen, die verschiedenen Splicer anfällig gegen verschiedene Waffen zu machen. Das wäre zwar auch nicht sehr elegant, aber dann hätte man eher einen Anreiz, auch mal ein bisschen durchzuwechseln. Wenn wir dann genug Big Daddies erledigt und alle nötigen Teile gesammelt haben, geht's wieder zurück zur Werkstatt und wir bauen endlich die Bombe zusammen. Mit dem Ding unterm Arm müssen wir erstmal den Kern der Anlage erreichen. Dafür drehen wir an einem Rad, um Magma in einen überfluteten Raum laufen zu lassen und das Wasser loszuwerden. Währenddessen werden wir natürlich von Splicern angegriffen. Wieder mal eine besser gedachte als umgesetzte Stelle. Mit minimaler Vorbereitung muss man hier nämlich überhaupt nichts gegen die Angreifer tun. 2 gehackte Geschütze und ein paar gut platzierte Tretminen reichen völlig aus. Danach können wir dann die Bombe auslösen und den Weg zu Ryans Büro freimachen. Auf dem Weg dahin kämpfen wir uns noch an ein paar Splicern und Sicherheitsspots vorbei. Und nebenbei bemerkt, dass man mitten im Kampf Geräte hacken kann und alles andere währenddessen stillsteht, ist schon ein bisschen seltsam. Mal abgesehen davon, dass das Hacken selber furchtbar nervig ist, wie gesagt. Sobald wir dann in Ryans Büro angekommen sind, hält der einen ewigen Monolog. Und solange er nicht fertig ist mit Reden, kann man auch nicht weitergehen, dank einer unsichtbaren Wand. Das ist schon ein bisschen peinlich. Es ist nötig, weil man sonst zu weit gehen könnte, während Ryan noch am Monologisieren ist, aber besser wäre natürlich eine andere Methode gewesen. So tritt man halt an der unsichtbaren Wand auf der Stelle, bis sie verschwindet und man plötzlich weiterlaufen kann. Das sieht so affig aus und das direkt vor dem großen Story-Moment im Spiel. Denn jetzt kommen wir zum großen Plot-Twist. Und das ist seit langem mal wieder ein wirkliches Highlight. Andrew Ryan aktiviert den Selbstzerstörungsmechanismus von Rapture und wir müssen einen anderen Weg als den direkten zu ihm finden. Über einen Umweg kommen wir in einen Raum, der uns schon mal einen kleinen Vorgeschmack gibt, was hier eigentlich wirklich passiert. Wir laufen weiter und da steht er direkt vor uns, Andrew Ryan. Direkt hinter einer Glaswand golft er entspannt.
Er fragt uns, was der Unterschied zwischen einem Mann und einem Sklaven ist. Ein Mann entscheidet, ein Sklave gehorcht. Er fragt, ob wir ein Mann oder ein Sklave sind. Dann beginnt die Cutscene. Ryan erklärt, was passiert, wir werden fremdkontrolliert. Die Phrase "Would you kindly", die Atlas immer wieder benutzt, ist der Befehl, der uns zwingt, etwas zu tun. Letztendlich bringt Ryan uns dann dazu, ihn umzubringen. Ein bisschen extrem, nur um uns klarzumachen, dass wir ein Sklave sind. Atlas sagt: Hurry now! Grab Ryan's genetic key! Now would you kindly put it in that goddamn machine? Also stecken wir Andrew Ryans Schlüssel in die Maschine, um die Selbstzerstörung zu verhindern. Und dann offenbart Atlas seine wahre Identität. Er ist Frank Fontaine. The name's Frank Fontaine. Das ist ein stark umgesetzter Plot-Twist. Und es ist wahrscheinlich der beste Moment in BioShock. Deswegen war ich am Anfang vom Video auch so vage. Ich finde, überhaupt zu sagen, dass BioShock einen Plot-Twist hat, grenzt an einen Spoiler. Das Ganze wird ja schon dauernd subtil angeteasert. Zum Beispiel an der Stelle in Neptune's Bounty, an der ich das schon ein bisschen angedeutet habe, als Atlas völlig übertrieben reagiert, als jemand von Fontaine spricht. Und es gibt noch ein paar mehr solcher Details. Das ganze Setup funktioniert gut und als der Plot-Twist dann kommt, ist er überraschend und glaubwürdig. Auch der Meta-Kommentar funktioniert gut. Der Spieler ist ja auch ein Sklave nach dem, was Ryan sagt. Wir haben keine Entscheidungsfreiheit, das Spiel verläuft auf eine bestimmte Weise. Das ist ein interessanter Gedanke, der in diesem Moment auch ganz gut als Subtext funktioniert. Aber wenn man kurz drüber nachdenkt, dann schießen sich die Entwickler damit einer anderen Designentscheidung in den Fuß. Aber dazu kommen wir dann gleich. Der Plot-Twist ist auf jeden Fall ziemlich gut konstruiert. Aber ich habe natürlich trotzdem was zu meckern. Es ist halt nun mal nicht so besonders toll, wenn der beste Moment in einem Spiel einer ist, bei dem der Spieler nichts tut außer zuschauen. Das ist eine 5-minütige Sequenz mit praktisch null Interaktivität. Ich wäre eben lieber ein Mann und kein Sklave. Höhö. Nachdem sich Fontaine zu erkennen gegeben hat und die Kontrolle über Rapture übernimmt, müssen wir fliehen. Ein paar Little Sisters tauchen auf und weisen uns den Weg. Wir folgen ihnen in einen Lüftungsschacht, brechen durch den Boden und werden ohnmächtig. Als wir wieder aufwachen, liegen wir in Tenenbaums Safehouse. Sie hält einen Monolog über uns und Fontaine, über die Little Sisters und Rapture. Was sie genau sagt, hängt davon ab, wie wir mit den Little Sisters umgegangen sind. Wenn wir die Little Sisters gerettet haben, ist sie positiv und dankt uns. Wenn wir die Little Sisters getötet haben, dann ist sie ablehnend. Das sind aber nur Details, ein paar Voicelines, ansonsten passiert immer das Gleiche. In diesem Unterschlupf sind auch einige gerettete Little Sisters, die auch ein paar Voicelines haben, die sich je nach unseren Entscheidungen ändern. Sie sagen zum Beispiel: There he is, the one who will save us all. Oder: Who's he? He's the one who hurts us. Wie man mit den Little Sisters umgegangen ist, beeinflusst abgesehen von dieser Szene nur noch das Ende. Genau genommen die letzte Cutscene. Bei meinem ersten Playthrough hatte ich das gute Ende. Ich habe in vollem Ernst erwartet, dass dieses Level anders verläuft, wenn man die Little Sisters ausplündert. Deswegen habe ich bei meinem zweiten Playthrough auch auf das schlechte Ende gespielt. Ich war schon sehr enttäuscht, als der einzige Unterschied ein paar Voicelines waren. Tenenbaum nimmt das dauernde Töten der Little Sisters einfach mit ein paar abfälligen Kommentaren hin. Das ist wieder verpasstes Potenzial. Wozu gibt es diese Entscheidungen dann überhaupt, wenn es kaum einen Unterschied macht? Das verursacht nur einen Konflikt in der Story. Wenn das Spiel den Meta-Kommentar haben will, darüber, dass der Spieler eben auch nicht entscheiden kann, aber man mit den Little Sisters dann doch entscheiden kann, dann beißt sich das ein bisschen, oder? Wie diese Entscheidung funktioniert, ist sowieso hirnrissig. BioShock präsentiert das vielleicht so als moralisches Dilemma. Man braucht Adam zum Überleben, aber um viel Adam zu bekommen, muss man halt die Little Sisters töten. Abgesehen davon, dass Adam gar nicht so wichtig ist, wie das Spiel einem weismachen will, wäre das ein interessantes Dilemma. Wenn es aus spielerischer Sicht nicht optimal wäre, die Little Sisters zu retten. Wenn man die Little Sisters rettet, bekommt man zwar weniger Adam, aber nach jeder dritten geretteten Little Sister schickt Tenenbaum dem Spieler ein Care-Package mit einer großen Menge Adam und zusätzlichen Plasmiden oder Tonics. Und in Summe bekommt man mehr fürs Retten als fürs Ausbeuten. Das ist kein moralisches Dilemma. Das Spiel gibt einen optimalen Spielstil vor. Dementsprechend kann man sich schon mal die Frage stellen, ob es nicht auch eine ernsthafte Option gewesen wäre, das Adam-System ganz fallen zu lassen, zugunsten von den Levels vorgegebener Plasmid-Progression, wie ich vorher sowieso schon vorgeschlagen habe. Inzwischen hat uns eine Little Sister aus dem Unterschlupf rausgeführt. Nachdem wir eine Kurbel für ein 2 Meter entferntes Tor gefunden haben, versucht Fontaine uns zu befehlen, Selbstmord zu begehen. Das funktioniert aber nicht, weil Tenenbaum Teile der Gehirnwäsche entfernt hat. Stattdessen verringert Fontaine in diesem Level immer wieder unsere maximalen HP. Unser Ziel ist dann, ein Mittel gegen seine Kontrolle über uns zu finden, bevor er uns ganz umbringt. Also theoretisch zumindest, er kann das nicht wirklich.
Um herauszufinden, was das entsprechende Mittel ist, müssen wir zu den Mercury Suites. Dort hat ein Wissenschaftler seine Wohnung, der sich mit Gedankenkontrolle beschäftigt hat. Aber nicht nur der, sondern auch ein paar andere Charaktere, inklusive unserer neuen Verbündeten Tannenbaum. Ihre Wohnung ist vor allem aus Lore-Gründen interessant. Interessant ist auch die Wohnung von Sandor Cohen. Wenn wir ihn in Fort Frolic am Leben gelassen haben, dann können wir ihn hier nochmal treffen und eventuell töten. Ziemlich cool, dass diese Entscheidung aus dem früheren Level hier noch Konsequenzen hat. In der Bude des Forschers finden wir dann auf jeden Fall einen Audiolog, der uns verrät, welche Mittel wir finden müssen. Das eine ist in Fontaines Wohnung im selben Gebäudekomplex, das andere in den Artemis Suites in einer anderen Wohngegend. Fontaines Wohnung ist der einzige Ort im Spiel, bei dem ich Probleme mit der Orientierung hatte. Der fehlende Pfeil spielt eine Rolle, aber das größere Problem ist, dass man hier einen Audiolog finden muss, um den Türcode zu bekommen. Wenn man den aber schon aufgehoben hat, bevor man die Wohnungen durchsucht hat, dann kann es schon mal sein, dass man hier vor dem Zahlenschloss steht und nicht genau weiß, wie man an den Code kommen soll. Eigentlich ja gut, dass die Reihenfolge nicht streng vorgegeben ist, aber hier kann es unter Umständen verwirrend werden. Das Problem ist halt auch, dass die Map nicht sonderlich hilfreich ist. Sobald wir das erste Mittelchen in uns reingeschüttet haben, gerät in unserem Körper etwas durcheinander und wir wechseln willkürlich durch alle Plasmide durch, bis wir das andere Mittel gefunden haben. Das ist eine coole Stelle, das lässt den Spieler mal alle Plasmide in Action sehen. Und es lässt mich nochmal sehen, dass die meisten nett, aber nicht super nützlich sind. Trotzdem coole Stelle. Dass die Plasmide nicht so toll sind, das habe ich ja schon durchgekaut. Aber Bioshock ist ja ein Shooter, dann ist ja wohl hoffentlich das Gunplay gut. Sollte man meinen, aber auch das habe ich ja schon ein paar Mal angedeutet. Die Waffen sind alle langweilig. Sie fühlen sich einfach fundamental schwach an. Und zwar alle. Das liegt an einer Kombination aus den Soundeffekten, den Animationen, vor allem den Trefferanimationen der Gegner, den HP-Balken und wie viel die Gegner aushalten. Mit letzterem spielt Bioshock die ganze Zeit und es nervt. Schlimm genug, dass die HP der Gegner an die Schwierigkeitsgrade geknüpft sind, aber es ändert sich auch noch zwischen den Levels. In Fort Frolic habe ich das ja noch einigermaßen gelobt, weil es da Teil von einem Setpiece ist, aber hier in Olympus Heights speziell habe ich mich dann schon ein paar Mal gefragt, warum Gegner plötzlich so viel aushalten. So mit dem Schaden, den man macht, umzugehen, ist schon aus Konstanzgründen eine schlechte Idee, aber für das Gunplay ist es ein Desaster. 3 Treffer mit der Shotgun aus nächster Nähe, um einen LED-Headsplicer zu killen, fühlt sich furchtbar an. Die Animationen bei Treffern sind auch schon eher mäßig und wenn man Gegner dann killt und sie wild durch die Gegend ragdollen, dann sieht das mehr nach Slapstick als nach Wucht aus. Die Sterbeanimationen machen viel aus. Das ist einer der Gründe, warum sich die Waffen in manchen alten Shootern, wie zum Beispiel Blood, besser anfühlen als in manchen deutlich jüngeren, wenn die eben Ragdolls benutzen und keine vordefinierten Sterbeanimationen. Und das, obwohl man in Blood noch auf 2D-Sprites schießt. Die Existenz der HP-Balken an sich lässt ja schon so ein bisschen vermuten, dass sich auch die Entwickler bewusst waren, dass es Probleme mit dem Trefferfeedback gibt. Das, in Kombination mit den doch eher schwachen Sounds der Knarren, macht den Kampf bestenfalls mittelmäßig. Mittlerweile haben wir es zum zweiten Wohnkomplex geschafft und sind mit dem zweiten Mittel, die Gedankenkontrolle und das wilde Plasmidgewechsel, losgeworden. Also gehen wir zur Metro und fahren nach Point Prometheus, um uns Fontaine zu schnappen. Und genau das versuchen wir, als wir in Point Prometheus ankommen. Wir verfolgen ihn, aber er entkommt ganz knapp und verbarrikadiert die Tür. Hier passiert etwas, das im ganzen Spiel immer wieder ein Problem sein kann. Als Fontaine abhaut, faselt er irgendwas, Tannenbaum sülzt uns etwas ins Ohr darüber, was jetzt zu tun ist, und je nachdem, was man gerade macht oder was passiert, kann es gar nicht so leicht sein, all dem zu folgen. Es ist natürlich gut, dass man nicht eingesperrt wird, solange die Leute reden. Aber an manchen Stellen im Spiel kann es sein, dass zu viel auf einmal passiert und man nicht alle Informationen mitbekommt. Zum Beispiel auch mit dem Audiolog für Fontaines Türcode, den ich im letzten Abschnitt erwähnt habe. Tannenbaum sagt jedenfalls, dass wir zum Big Daddy werden müssen, um eine Little Sister zu holen, die uns die Tür aufmacht. Wofür wir ein Big Daddy werden müssen, wenn wir auf Kurs fürs gute Ende sind, erschließt sich mir nicht so ganz. Warum kann mir nicht einfach eine gerettete Little Sister den Weg aufmachen? Na, weil es dann keine Sammelquest gäbe und das Level direkt wieder vorbei wäre. Hier werden die einzelnen Bestandteile der Big Daddy Rüstung gesammelt. Es gibt ein paar ganz interessante Orte zu sehen, vor allem die Little Sister Kindertagesstätte ist bedrückend. Die Welt ist eben eine große Stärke des Spiels. Es gibt zum Gameplay eigentlich nichts mehr zu sagen, also reden wir doch kurz noch über die beiden Versionen von Bioshock. Das Original und das Remaster. Ich würde ja eigentlich gern eine von beiden empfehlen, aber leider haben beide ihre eigenen massiven Probleme. Das Remaster ist wie erwähnt oft eine Verschlimmbesserung. Am ärgerlichsten ist vielleicht, dass solche Sachen wie Gegner anzünden und dann das Wasser mit Electrobolt schocken, wenn sie reinspringen, nicht immer funktionieren. Dann gibt's aber auch noch technische Probleme. Das Soundmixing ist unter aller Sau, manchmal crasht das Spiel immer wieder beim Starten und auch während dem Spielen ist es bei mir zweimal gecrashed. Und ich habe gehört, es kann sogar passieren, dass ein Save-File kaputt geht. Ist mir zum Glück nicht passiert, aber wenn's wahr ist, ist das natürlich inakzeptabel. Aber hey,
Dafür gibt's Steam Achievements, I guess. Aber ernsthaft, das Original ist auch ein technisches Chaos. Ein so großes, dass das Remaster nicht unbedingt die schlechtere Wahl ist. Leider muss man ja fast sagen. Da gibt es zum Beispiel die heftigen Soundprobleme. Manchmal, gerne auch direkt nach Hacks, werden nicht alle Sounds abgespielt, die gerade abgespielt werden sollten. Das kann Kameras, Geschütze, Schusssounds und sogar den Warnsound für niedrige HP betreffen. Ich bin nicht sicher, woher das kommt. Es könnte ein Engine-Problem sein, dass das Spiel überfordert ist mit zu vielen Soundlayern gleichzeitig. Es könnte auch ein Hardware-Problem sein, vielleicht kommt das Spiel mit mancher Hardware nicht zurecht. Aber ich habe Bioshock auf 2 Rechnern gespielt und hatte das Problem auf beiden. Ich würde also tippen, dass es eher eine Engine-Sache ist. Wenn man das Original mit einem Controller spielt, zumindest auf dem PC, dann funktioniert das Waffenrad oft nicht. Sehr oft. Jedes zweite Mal oft. Im Original haben viele Objekte außerdem einen 30 FPS-Log. Was meine ich damit? Viele Animationen werden nur in 30 Bildern pro Sekunde abgespielt. Zum Beispiel die ragdollenden Gegner oder Items, die durch die Luft fliegen. Das sieht absolut furchtbar aus. Und zu guter Letzt funktionieren oft die Untertitel nicht richtig. Das ist aber auch im Remaster ein Problem. Beide Versionen sind also Schrott. Ich würde tendenziell trotzdem eher sagen, dass das Remaster das geringere Übel ist, angenommen es zerstört keine Save-Files. Vor allem wegen den Soundproblemen. Die sind schon sehr nervig und dass man fürs Original auch ein externes Programm braucht, um mit einem angenehmen Field of View spielen zu können, ist auch nicht super. Storymäßig sammeln wir uns die Teile vom Big Daddy Anzug zusammen und gehen dann als der Beschützer verkleidet zu einem der Little Sister Tunnel und klopfen an, um eine herauszulocken. Die kommt dann herausgekrochen und macht uns die Tür auf. Und damit beginnt der letzte Abschnitt des Spiels. Der ist dann auch die Vollendung dieser Talfahrt in die Mittelmäßigkeit. Aber immerhin ist es nicht schon wieder eine Sammelquest. Dafür ist es eine furchtbare Escort-Mission. Wir müssen eine Little Sister durch einen Trainingsbereich für Big Daddies begleiten und sicherstellen, dass sie niemand tötet. Auf dem Weg muss man an 3 Leichen anhalten, die von der Little Sister ausgesaugt werden. Währenddessen kommen Splicer angerannt, die wir über den Haufen ballern. Ganz am Ende taucht noch ein Big Daddy auf. Warum der uns angreift, obwohl wir ja selber einer sind, weiß ich auch nicht. Aber was soll's, Big Daddies sind ja auch kein Problem mehr. Besonders schwer ist sie nicht, die Escort-Mission. Aber gute Güte ist die Little Sister langsam. Die schleicht in einem Schneckentempo durch das Level, man könnte meinen, das Meer hätte diesen Teil von Rapture in einen Sumpf verwandelt. Hurry, Mr. B! Dann noch an Türen stehen bleiben zu müssen, bis die Little Sister sie von der anderen Seite öffnet, ist natürlich auch super. Dass der Big Daddy Helm das Field of View einschränkt, macht das alles natürlich auch nicht besser. Immerhin verschwindet der am Ende, wenn wir am Schluss dann mit dem Aufzug zu Fontaine hochfahren. Fontaine ist der Final Boss und ein typischer miserabler Shooter-Boss. Einfach nur ein großer Klotz, den man abwechselnd abschießt und dann per Knopfdruck Adam absaugt, wenn eine Phase vorbei ist. Konzeptuell ist er schon interessant, er hat in jeder Phase immer Fähigkeiten, die zu einem speziellen Plasmid passen, aber spielerisch ist er langweilig, ästhetisch mäßig und erzählerisch unpassend. Das ist übrigens nicht nur meine Meinung, Ken Levine sieht das auch so und er hat recht. Und dann ist dem Spieler nicht mal der Kill am Ende vergönnt. Wenn wir Fontaine besiegt haben, startet eine Cutscene, in der Fontaine uns überwältigt und wir in letzter Sekunde von einer Menge Little Sisters gerettet werden, die Fontaine dann umbringen. Dabei kann es übrigens auch mal passieren, dass wir durch eine Wand klippen. In einer Cutscene. Im Remaster. Je nachdem, was wir eben mit den Little Sisters veranstaltet haben, bekommen wir dann hier das schlechte oder das gute Ende. Die Little Sisters erstechen Fontaine mit ihren Spritzen und Tannenbaum hält aus dem Off einen Monolog. Entweder was für ein super Typ wir sind, dass wir die Little Sisters gerettet und jetzt als Belohnung eine Familie haben, oder was für ein absolut schreckliches Monster wir sind und wie wir einen Atomkrieg starten. Wie bitte? Atomkrieg? Jupp, die letzte Szene im schlechten Ende suggeriert, dass wir einen Atomkrieg beginnen. Das wirkt schon ein bisschen übertrieben, so als würden da noch ein paar Schritte fehlen. Das kommt überhaupt alles ein bisschen plötzlich. Fontaine ist tot und dann wird alles in einer Minute abgehandelt. Nichts weiter zum Erbe von Frank Fontaine oder Andrew Ryan. Nichts dazu, was mit Rapture passiert, nur wir retten die Little Sisters oder vernichten die Welt. Wie anfangs erwähnt, wollte ich so ein bisschen meine Erfahrung mit Bioshock abbilden. Das Spiel fängt stark an, richtig stark, ich war direkt beeindruckt, auch wenn die ersten 10 Minuten oder so gar nicht mal so toll sind.
Vor allem der Medical Pavilion ist ziemlich gut. Das Leveldesign ist dann auch gut mit den verschiedenen Fähigkeiten, Waffen und Mechaniken, die hier interessant eingeführt werden. Aber dann wurde das nach und nach immer ernüchternder. Die Probleme wie das Gunplay werden immer deutlicher spürbar. Das Leveldesign lässt stark nach und regrediert zu einer Reihe furchtbarer Sammelquests. Und selbst das Hacking-Minispiel wird unendlich nervig. Mit dem Plot-Twist kommt dann nochmal so ein kurzes Hoch, aber es wird dann direkt wieder irgendwas zwischen nervig und langweilig. Für all die guten Momente, die Bioshock hat, gibt es so viele schlechte Momente, so viel nicht zu Ende gedachtes Design, so viele repetitive Aufgaben, dass es sich kaum lohnt, da durchzuwarten, um zum Guten zu kommen. Die Welt ist großartig und der große Teil der Geschichte auch, aber das Gameplay ist einfach viel zu sehr eine Plackerei, die man durchstehen muss. Bioshock präsentiert sich als deeper Shooter, der nicht so primitiv ist wie die ganzen anderen Shooter. Aber das Einzige, was in Bioshock deep ist, ist die Welt. Sowohl buchstäblich als auch metaphorisch, und in Teilen die Story. Oder in anderen Worten, Bioshock ist ein Meisterwerk, das keines ist.